Hey Freunde, willkommen zurück. Fragrance Talk wieder hier. Ja, Teil 3 von den Beast Mode Düften 2022, also Düfte, die über 10 Stunden halten. Ja, ich habe es euch ja versprochen, es gibt 3 Teile. Ich bin schon fast an Überlegen, eventuell könnte noch, aber das steht noch nicht ganz fest, ein 4. Teil kommen, wer weiß. Auf jeden Fall fangen wir gleich mal mit an, mit den ersten gleich. Aber bevor ich das vergesse, für alle Leute, die das erste Mal jetzt hier sind, drückt einfach die Glocke, abonniert mich, das würde mich natürlich freuen, weil hier seid ihr einfach auf einem Kanal, ja, der fast so gut wie es geht Düfte und auch viele Düfte vorstellt und auch verschiedene Düfte und so weiter und so fort. Ja, der erste Duft kommt von Rasasi. Ich kann ihn nicht wirklich aussprechen. Es ist der Oud Akbar oder keine Ahnung. Auf jeden Fall merkt euch einfach diesen arabischen Duft. Ja, sucht unter Rasasi und es steht alles auf Arabisch, aber das ist ein Duft. Ich glaube Akbar, Oud Akbar, El Akbar, irgendwie so heißt er. Auf jeden Fall ist das ein, also er wurde ja, wo ich den mal gekauft habe, der ist nicht teuer. Ich habe den sogar zweimal. Da hieß es, er ist absolut einer der perversesten Düfte ever. Irgendwie so ein Komposthaufen und so weiter mit Oud. Und im Endeffekt, ja, wenn ihr den das erste Mal sprüht oder wenn ihr überhaupt noch nicht so eine, der kostet glaube ich nur 20 Euro, 25 Euro. Wenn ihr da noch nie so in Berührung gekommen seid mit solchen Düften, dann ist das heftig. Aber es ist Oud und Erdbeere. So, das heißt Oud und dann dazu extrem süß. Das ist Hardcore, aber auch hier schon dran. Aber hat einfach was. Hat einfach was. Ihr müsst euch das, kennt ihr, wenn man die Erdbeeren macht mit Zucker rüber und unten das Wasser, was dann überbleibt. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen, nur mit Oud. Hardcore. Hate, wie gesagt, brauche ich ja hier nicht betonen. Das sind einfach hier Beast Mode Düfte. So, Hardcore stark. Aber gar nicht mal so schlecht und nicht so pervers, wie viele sagen. Vielleicht am Anfang, aber dann gewöhnt man sich dran und dann ist dieses Erdbeer, ich habe ihn aber fast noch nie, ich habe ihn schon lange, schon ewig, aber ich habe ihn noch nie draußen getragen. Ne? Aber ist schon richtig heftig. So, der nächste. Tom Ford Black Orchid Eau de Parfum. Ja, oder im Endeffekt, da könnt ihr welche Version nehmen, wie ihr wollt. Einfach Beast Mode, einfach stark. Ja, und es sagt ja schon das Wort süß, fruchtig, blumig und das ist einfach auf die Fresse. Michael Jackson, sein Signaturduft war das. Und ja, sehr interessant. Er hat auch das Eau de Parfum getragen. Und bevor Leute wieder schreiben, der ist ja erst danach gekommen. Nein, das Eau de Parfum war vor Michael Jacksons Tod und so weiter und so fort. So, auf jeden Fall geil, absolut nice. Wert auch von Männern. Es ist ein Damenduft. Ja, es ist ein Damenduft. Black Orchid ist ein Damenduft. Aber es wird von vielen Männern getragen. Wirklich von vielen Männern. Und ich habe alle 3 Versionen. Sehr interessant, sehr nice. Und absolut starke Haltbarkeit und geiler Flakon. Sehr cool. So, der nächste ist, ach ja, der ist auch interessant. Auch wieder von Rasasi, und zwar Havas. Ja, und das ist im Endeffekt die bessere Variante von Invictus von Paco Rabanne. Und vor allen Dingen die stärkere. Hier ist es einfach besser ausbalanciert und nicht die Süße. So, hier kommt noch eine schöne fruchtige Frische dazu, die es bei Invictus nicht gibt. Der Invictus ist allerdings die Kopfnote, muss ich sagen, schon pervers nice immer noch. Aber hier habt ihr wirklich die ganze Zeit, über 10 Stunden. Ich habe gehört, der wurde reformuliert. Ich kenne jetzt nur die Version, die erste Version. Die ist stark, absolut stark. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Rasasi das in Schwache umgeändert hat. Ich kann mir das persönlich nicht vorstellen bei diesen arabischen Marken und so weiter. Auf jeden Fall, hier habt ihr, ja, wie gesagt, erstmal der Flakon ist schon nice. Oh ja, es ist einfach besser. Es ist einfach besser als Invictus, das muss man sagen. Weil hier einfach die kühle Frische noch dazu kommt. Plus die Süße und diesen, ja, fast diese DNA von Invictus. Sehr, sehr nice Havas. So, dann, ja, noch ein Duft von Rasasi. Sie sind nicht teuer,
Bei dem weiß ich das jetzt nicht. Ja, er ist hochgegangen, glaube ich, vom Preis. Und ich möchte jetzt nichts Falsches aussprechen. Das müsste Shura sein. Das ist immer schwer zu lesen und unten steht es eben nur auf Arabisch drauf. Shura auf jeden Fall. Dieser Duft ist genial. Holzig, rauchig ein bisschen und einfach, ja, Oud oder auch Frische drin und einfach stark, geil, absolut geil. Ich bin begeistert von diesen Düften. Ja, hält auch, wie gesagt, ewig, braucht man ja, wie gesagt, hier nicht drüber sprechen. Also die beiden Düfte sollten, das sage ich euch ganz klipp und klar, diese beiden Düften sollten in eurer Sammlung sein. Punkt. Ist einfach so. Shura, ja, sehr nice. Eau de Parfum, hält ewig. Das ist ein geiler Duft, echt geil. Absolut nice. So, der nächste. T-Wax. Ja, T-Wax. Das ist ein Duft. Rauchig, angekokeltes Fleisch, rauchig und dann Blut. Ihr riecht das Blut, metallisch. Eben Blut riecht ja metallisch. Und wenn ihr hier... und ihr könnt, ich sage euch eins, ihr könnt tonnenweise Parfüms in die Luft springen. Alle durcheinander. Ihr werdet diesen Duft, egal wie stark die sind, egal wie süß, ihr werdet diesen Duft immer rausriechen. Immer. Und sogar noch vor einen anderen, der kommt noch, obwohl der auch immer, nee, der ist auch vielleicht noch rausriechbar. Also immer, wenn man, egal wie viel Düfte man sprüht, man riecht diesen Duft und den anderen, der noch kommt. Absolut Wahnsinn. Hier braucht ihr Eier für. Wie gesagt, Blut, metallisch, rauchig, Hardcore-Duft. Hardcore-Duft. Und ewig und bis was weiß ich wohin Haltbarkeit. So, jetzt kommen wir zu dem Duft, den ich eben meinte. Den auch übrigens alle immer untergeschrieben haben von den anderen Teilen. Megameer. Ihr müsst natürlich abwarten. Viele schreiben, wo ist Megameer? Es steht da schon Teil 1 oder Teil 2 ganz groß. Und ich sage doch, wenn ihr meine Videos gucken würdet, statt nur runterzuschreiben, dann, also diejenigen, die das gemacht haben, dann, oder derjenige, dann, ja, ich habe gesagt, es kommt noch ein Teil 3. Ja, hier ist er, Megameer. So, und das ist einfach die Titanic von unten, ja, aquatisch, salzig. Die Titanic, muss auch zu Ende sprechen, den Satz. Die Titanic von unten hochgeholt. Algen, salzig, Rost. Das ist, ja, und das ist auch auf die Fresse. Aber es ist nicht mehr der stärkste Duft in meiner Sammlung. Es ist einfach Air Tiger. Den hatte ich ja schon in Teil 2, glaube ich, vorgestellt. Man darf aber nicht vergessen, dass das ein aquatischer Duft ist. Und für einen aquatischen Duft ist das absolut bombastisch stark. Und ja, leider, ein Nachteil hat dieser Duft. Man muss das ein bisschen mögen. Er geht nachher ins Schwitzige rüber. Als wenn man so ein bisschen den schweißig riecht. Das ist schade an diesem Duft. Das ist so ein bisschen, was nachhinein mir auch aufgefallen ist, was echt ein bisschen schade ist. Sonst ist das genial. Aber da kann man nichts machen. So, kommen wir aber nochmal zu einem anderen, der wirklich mördermäßig stark ist, was einen frischen Sommerduft angeht, und er kommt wahrscheinlich, er ist eigentlich in dieser Region von Megameer nur anders und irgendwie tragbarer, und er riecht einfach wie frische Wäsche, Orangenwäsche, Waschmittel, wie auch immer, und zwar Orange Flamingo von, ja, Marc Gebauer. Geiler Flakon, geile Farbe. Ja, und ein Duft, ich finde das einfach nice. Also da liegt die Betonung auf nice, und ich habe das ja schon 1000-mal gesagt. Ich feiere seine Düfte, weil erstmal mache ich sie alle drei vom Geruch. Ich habe die jetzt aufgeteilt, wollte die jetzt nicht alle in einem Video machen. Den Arabian King in Teil 1, den Air Tiger in Teil 2 und Orange Flamingo hier jetzt. Und wer kann sich schon einen ultra starken Duft, der über 14 Stunden oder was weiß ich wie lange hält, im Sommer vorstellen? Es gibt das sonst nicht. Hier habt ihr ihn. Und es ist keine Frage, den zu kaufen. Ihr könnt ja nichts mit anhängen. Orange und einfach frisch. So. Und hat ein bisschen von, ich komme hier nicht drauf, von den Tom Ford, nur in stark eben. Da ist der Sommerduft von, ach, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall sehr nice.
absolut nice. So, der nächste. Ombre Nomad Louis Vuitton. Oud, Leder, geil. Bombastisch. Muss man mögen. Geiler Flakon. Mein einziger Louis Vuitton Duft mit der Fragrance Dog limitierten Edition. Nein, ihr könnt das eingravieren lassen bei Louis Vuitton direkt. Ist ja von Louis Vuitton direkt. Also, das ist schon geil. Ombre Nomad ist Powerhouse ohne Ende. Ist nicht der stärkste Duft in meiner, nein, wie gesagt. Aber schon geil. Man muss das mögen. Aber Louis Vuitton ein Duft gehört immer auf jeden Fall in die Sammlung von Louis Vuitton. Das ist klar. Super Haltbarkeit, wie gesagt. Ich finde ihn saugeil. Ein schöner Oud Lederduft. Gefällt mir. Sehr nice. So, der nächste kommt von Initio und zwar Side Effect. Ja, geiler Duft, Tabak, Rum, fruchtig, Safran und so weiter. Ich bin der Meinung auch Vanille, aber ich glaube nicht. Aber da ist irgendwas drin, den kann ich nicht immer tragen. Nicht, dass ich da Kopfschmerzen mal kriege, mir wird übel davon. An manchen Tagen aber auch nicht. Es ist ein geiler Duft. Es ist ein geiler Duft. Ja, also dieser Rum, klar, ich bin schon so ein Rum-Fan und den Tabak, Safran, das ist schon nice. Aber geht nicht an jeden Tag, aber hält ewig, ist saustark, sehr nice. Initio, Side Effect. So, und dann haben wir noch zwei. Interlude Man von Amouage. Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach Oud, rauchig, ja, ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft und Interlude Man ist einer meiner Lieblinge von dieser Marke. Ich kenne die anderen Versionen nicht, das muss ich sagen. Ich kenne sie wirklich nicht. Und ja, also iOS und wie heißt der? Interlude 36, glaube ich. Ich kenne einfach das Original Interlude und das ist stark und das ist nice. Sehr cool. Ja. Da fällt einfach mal was runter. Und das war Mooseman. Der alte Mooseman aus den 80ern ist runtergefallen. Meine Güte. Da hat er aber keinen Bock mehr gehabt. Der hat auch sich gesagt, oh, Interlude, ja, nein, das könnte so stark sein. Er ist wirklich stark. Er ist wirklich stark. Aber geil. So, und zu guter Letzt kommt ja, das ist auch ein perverser, starker Duft. Chorus. Früher standen die Frauen da drauf. Man hat... ich will da nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Frauen standen da drauf, da war was drin oder ist immer noch was drin. Es gibt viele Frauen, die da immer noch drauf stehen. Das ist einfach so. Und das ist einer der männlichsten Düfte, die es gibt. Und nicht, weil er nach, was weiß ich, Urin riecht oder so. Nein, aber das ist hier die neue Version. Ich habe die alte, die Vintage da unten, die riecht viel mehr nach, also viel mehr animalisch. Aber hier ist einfach blumig, animalisch, eben auf die Fresse. Und das ist das Tier. Ne, da wärst du als Mann zum Tier wirklich. Es ist aber wirklich nice und betörend für Frauen. Wirklich, manche Frauen mögen die immer noch. Und nicht nur ältere Damen, sondern auch jüngere. Chorus ist und bleibt ehrlich gesagt, der beste Männerduft. Wenn es um Männerdüfte geht, um einen richtigen Männerduft, dann ist es dieser Duft. Das ist einfach so. Der Weiße. Und das sind Erinnerungen auch von früher. Da ging es. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Das war schon. Also, ja. Sehr nice, würde ich mal so sagen. So, das war's wieder. Das waren Beast Mode Düfte Teil 3. Also Düfte, die über 10 Stunden halten. Ich hoffe, euch hat das gefallen und eventuell kommt irgendwann mal Teil 4, das kann ich nicht sagen, wird bestimmt kommen. Und dann Leute, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.